Tadschikistan und Usbekistan, mehr als eine Rundreise. 12 Tage, 8 Städte, 3 Seen und das Pamirgebirge. Wir zeigen dir, wie es jeder locker hinkriegen kann. Heute verabschieden wir uns von Khiva, einer Stadt wie aus 1001 Nacht. Und machen uns auf den Weg nach Taschkent, der usbekischen Hauptstadt, eine moderne Metropole. Unser Ziel liegt 1000 Kilometer entfernt. Wir werden es aber schon in wenigen Stunden erreichen. Von Khiva fahren wir etwa 45 Minuten nach Urgench zum Flughafen. Nach einem einstündigen Flug landen wir um 11:30 Uhr in Taschkent. Der Fahrer, der auch als Stadtführer fungierte, wurde vom Reiseunternehmen Afrosiab Travel Usbekistan für uns organisiert. Auf dem Weg zum Hotel macht Taschkent direkt einen sehr schönen ersten Eindruck und punktete mit einer gut erhaltenen orthodoxen Kirche. Ishankwala Premium Class Hotel war mit Abstand die teuerste Unterkunft auf unserer Reise. Das Hotel besteht aus mehreren Gebäuden. Unser Zimmer befand sich in einem zweistöckigen Haus auf der oberen Etage. Leider fehlte der sonst übliche Gepäckträgerservice und wir mussten die Koffer über die prunkvolle Treppe selbst schleppen. Das Empfangspersonal machte keinen sympathischen und professionellen Eindruck. Die Ausstattung würden wir als qualitativ bezeichnen. Mit bequemer Matratze, so war unser Schlaf erholsam. Die Außenanlage ist großzügig gestaltet. Hier im Schatten, in der Nähe von Springbrunnen, bestellte Daria zum ersten und letzten Mal ein Bier. Für, Achtung, 6 € pro Glas. Im Jahr 2023 in Taschkent. Der Swimmingpool war groß, sauber, mit Liegen, zusätzlichen Badetüchern, einer Bar und mehreren großen separaten Essbereichen. Nach einer erfrischenden und entspannenden Auszeit am Pool ließen wir den Rest des Tages in zauberhafter Atmosphäre im Vergnügungspark Magic City ausklingen. Er ist ein großartiger und der größte Freizeitpark in Zentralasien. Der Park ist das ganze Jahr über geöffnet und der Eintritt ist frei. Seine Gesamtfläche erstreckt sich über mehr als 20 Hektar. Hier gibt es ein Aquarium, zahlreiche Attraktionen für Kinder und Erwachsene, ein Kino, ein Amphitheater sowie ein märchenhaftes Schloss mit einem Musikbrunnen. Die Show findet täglich mehrmals statt. Vorausgesetzt, es regnet und windet nicht. Es gibt auch regelmäßig Feuerwerke. Hier kann man shoppen, essen gehen, sich die Haare schneiden lassen, Freunde treffen, Familienausflüge unternehmen oder als Paar romantische Momente an abgelegenen Plätzen im Park genießen. Der Park bietet eine vielfältige Auswahl an gastronomischen Genüssen. Wir entschieden uns für die traditionelle Küche.
wobei Daria nicht genug von Plov bekommen konnte, dem beliebtesten Hauptgericht in Zentralasien. Dazu gab es knusprige Salate und erfrischende Getränke. In der weitläufigen grünen Zone gelangte man zu der Allee der Dichter. Jede Straße im Park ist einem berühmten Architekturstil aus Paris, Barcelona, London, Berlin, Moskau sowie Usbekistan nachempfunden. Es war ein ereignisreicher Tag, voller visueller und kultureller Erlebnisse, mit einem Hauch von Luxus, entspannten Spargenuss und romantischen Impressionen. Der 12. Tag unserer Reise begann mit einem fantastischen Frühstück, das eine vielfältige Auswahl an köstlichen Speisen und Getränken bot. In einem prunkvollen Saal wurde die Mahlzeit von erstklassiger Live-Musik begleitet. Nachdem wir ausgescheckt hatten und es kurzzeitig Stress wegen nicht genutzter Leistungen gab, jedoch sofort korrigiert wurden, gaben wir unser Gepäck im Hotel zur Aufbewahrung und flohen von der Hitze in die Berge. Das Shimgang-Gebirge ist etwa 1,5 Stunden von Taschkent entfernt und sein höchster Gipfel ragt auf eine Höhe von 3.309 Metern. Schwupps saßen wir bereits in der Beldersei-Seilbahn und erst während der Fahrt erkannten wir, dass die Bahn noch aus sowjetischer Zeit stammte. Diese Tatsache ließ Darias Herz um einiges schneller schlagen. Der Adrenalinkick und die majestätische Schönheit dieses Ortes faszinierte uns und machte das Erlebnis unvergesslich. Eine weitere Perle auf unserem Weg ist der Shawak-Stausee. Ein tiefblaues Gewässer, umgeben von majestätischen Bergmassiven, kristallklarer Luft und milder Temperaturen. Dieser Ort ist perfekt für die Erholung von Körper und Geist. Die Zeit verfliegt und die Stunden bis zu unserem Heimflug schwinden dahin. Umso willkommener war für uns eine Stadtrundfahrt, die es uns ermöglichte, einen aktuellen Eindruck von der usbekischen Metropolenarchitektur auf kompakte Weise zu gewinnen. Wir waren begeistert von einem einzigartigen, grünen, sauberen und einladenden Stadtbild. Die breiten Boulevards mit prächtigen Bäumen, gepflegten Parks sowie modernen Gebäuden und der gut erhaltenen historischen Architektur verliehen der Stadt eine angenehme Atmosphäre. Der entspannte Straßenverkehr trug zusätzlich dazu bei, dass wir uns in dieser lebendigen Stadt wohl und willkommen fühlten. Eines unserer Ziele war die Metro von Taschkent, von der wir im Vorfeld viel über die Pracht gehört hatten. Heute haben wir Glück und können die unterirdische Welt frei filmen, was noch vor kurzem verboten war.
Direkt nach dem Abstieg in die Tiefe befanden wir uns in einem Palast aus Marmor mit feinen Verzierungen an den Decken und Wänden. Jede Station erzählt ihre eigene Geschichte, die in den reichen Motiven und künstlerischen Details zu finden ist. Sie widerspiegeln die einschneidenden Geschichtsereignisse und kulturelle Werte Usbekistans. Die Organisation der Metro hat uns ebenfalls sehr verwundert. Die Züge kamen pünktlich und die Stationen waren sauber und sicher. Auf dem Churso-Bazar pulsiert das Leben. Der Bazar ist mehr als nur ein Ort zum Kaufen und Verkaufen. Er ist ein Spiegel der orientalischen Kultur mit all ihren Traditionen und Eigenarten. Als wir den Bazar betraten, wurden wir von den Düften der exotischen Gewürze und reifen Früchte umhüllt. Die lebendigen Farben der Waren weckten in uns das Verlangen, noch tiefer in die reiche usbekische Kultur einzutauchen. Mitten in diesem charmanten Trubel fanden wir einen Schatz. Ein Teilchen der usbekischen Seele, versteckt in den geschwungenen Ornamenten einer Schale. Der Verkäufer und privater Manufakturbesitzer erklärte uns, dass diese Schale nach einem Befüllen mit Wasser ein Ding-Ding-Ding-Geräusch macht. Es scheint eine bewährte Testmethode von der Qualität der Tonprodukte zu sein. An dem Beispiel dieser Schale wurde uns die tief verborgene Symbolik der Ornamentenkunst erklärt. Ein ganzes Leben, von der Geburt bis zum Tod, wurde darin dargestellt. Das Hasrati Imam Ensemble in Taschkent ist ein beeindruckender religiöser Komplex, der eine reiche Geschichte und kulturelle Bedeutung verkörpert. Der Komplex befindet sich im Herzen der Stadt und besteht aus mehreren historischen Gebäuden, darunter die Barakan Madrasa, die Tilia Scheik Moschee, das Mausoleum des Kafal Shashi und die Mui Mubarak Madrasa. Jedes dieser Gebäude ist ein architektonisches Juwel und ein wichtiges Zentrum des religiösen Lebens in Taschkent. Der japanische Garten ist zwar nicht groß, doch er enthält viele klassische Elemente, die man hier erwarten würde. Wie Pavillons, die zum nachdenklichen Betrachten der Natur einladen, ein Teehaus, der als Seele des Gartens empfunden wird, zarte Windglocken, ein Brunnen mit Wasser für rituale Waschungen, feine japanische Laternen sowie ein Steingarten. Die Entstehung des japanischen Gartens mitten in Taschkent wird auf unterschiedliche Weise erklärt. Die gängige Version berichtet von japanischen Kriegsgefangenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Parkteich ausgruben
und entlang seiner Ufer Bäume pflanzten. In den 90er Jahren wurde auf Initiative der japanischen Botschaft und des usbekischen Ministeriums für Außenwirtschaftsbeziehungen dann der Park angelegt. Die offizielle Einweihung erfolgte im August 2001. Plov ist für Usbeken und Tadschiken nicht nur ein Gericht, es ist ihre Leidenschaft. Da Daria nach Plov genauso verrückt ist, konnten wir am größten Plov-Center von Zentralasien nicht vorbeifahren. Das Gericht wird von 5 erstklassigen Plov-Meistern und deren Helfern zubereitet. Und man kann sicher sein, dass im Plov-Center die Besten von den Besten am Werk sind. Es sind 5 große Kessel, jeder mit einer Kapazität von bis zu 360 Kilogramm. Die Geschichte des Lokals reicht bis in die 90er Jahre zurück. In einem der Innenhöfe der Altstadt wurde ein köstlicher Plov angeboten. Es wurde sehr beliebt und hat sich herumgesprochen. Irgendwann konnte das alte Gebäude nicht mehr alle Besucher aufnehmen und es wurde ein geräumiges zweistöckiges Bauwerk errichtet. Das Plov Center ist gleichermaßen bei Stadtbewohnern als auch Touristen populär. Ein wesentlicher Bestandteil seiner Beliebtheit ist eine lockere, unkonventionelle Atmosphäre und ein Menü, in dem es nur um Plov geht. Ну, немного. Я плов очень люблю, но мы просто много не съедим. Unser Guide Ramiz unterstützte uns dann bei der Bestellung und klärte uns über die Größen und Varianten der Portionen auf. So klingt unsere Bestellung auf Usbekisch. Lecker, ein Traum vom Plov. Hier ist unser Abenteuer in Usbekistan zu Ende. In ein paar Stunden werden wir schon im Flugzeug nach Astana sitzen. In Astana landeten wir um 2:30 nachts. Der Flug nach Frankfurt ging aber erst um 13 Uhr weiter. Deshalb haben wir ein preiswertes Hotel, Sultan Bey Bars, gebucht. Es passte gut zu unseren Zwecken. Das Hotel hat sowjetischen Charme, große Zimmer und ein Bad, das zum Runterfahren mitten in der Nacht wirklich gut getan hat. Das Empfangspersonal zeigte sich sehr aufmerksam und lieb. Ein einfaches Frühstück wurde uns ins Zimmer serviert. Von Taschkent nach Astana sind wir um die 2 Stunden geflogen und hatten dann eine halbstündige Fahrt zum Hotel. Das Hotel liegt zentral in der Altstadt und wir freuten uns darauf, auf dem Weg zum Flughafen Astana auch am Tag zu sehen. Astana, die Hauptstadt Kasachstans, verbindet auf eine inspirierende Weise Tradition und Moderne. Der offizielle Name der Stadt lautet heute nur Sultan. Seit ihrer Ernennung zur Hauptstadt im Jahre 1997 entwickelte sich Astana rasant und präsentiert sich als eine der dynamischsten Städte Zentralasiens. Wo heute die futuristischen Bauten stehen, war vor 25 Jahren noch Prärie. Das Stadtbild von Astana ist geprägt von innovativen Wolkenkratzern
und Bauwerken, die von renommierten Architekten aus aller Welt entworfen wurden. Astana ist ein kulturelles Zentrum mit zahlreichen Theatern, Museen, Kunstgalerien und einem bemerkenswerten Opernhaus. Die Stadt bietet auch viele Grünflächen und Parks, die zum Entspannen und Spazieren einladen. Als politisches und wirtschaftliches Zentrum Kasachstans ist Astana ein bedeutender Knotenpunkt für Handel und Investitionen in der Region. Die Stadt hat sich zu einem modernen Wirtschaftsstandort entwickelt, mit einem gut ausgebauten Verkehrsnetz und einer wachsenden Zahl internationaler Unternehmen, die sich hier niederlassen. Am Ende unseres Abenteuers blicken wir kurz auf die Stationen der Rundreise durch Tadschikistan und Usbekistan. Es war eine einzigartige Reise, die uns nachhaltig geprägt hat. Die Erinnerungen daran tragen wir tief in unserem Herzen.